Hallo, welcome to the Vinyl Matters Podcast. Hallo beim Vinyl Matters Podcast, hier bei uns im Presswerk bei Matter of Fact. Wir haben heute den Klienten da. Als DJ der Klient, den Klienten da haben. Ne? Ja, ey, danke für dein schönes Set. Ne? Sehr gerne doch. Sehr, sehr dubbiges, deephausiges, schönes Set drin. Ist immer wieder schön, so bei der Arbeit dann smooth Sounds und Grooves und sowas. Schöne Kollektion hast du da zusammengestellt. Wie viele Platten hast du so? Boah, da stellst du mir jetzt eine Frage. Wir hatten gerade schon das Thema gehabt. Wie viel sind's? Vielleicht noch nicht ganz 1000, aber so kurz davor will ich behaupten. So die unteren 2 Reihen von der einen Schrankhälfte, so kommt es bei mir ungefähr hin. Ja. Ja, wir sind ein bisschen nerdy, ne? 1000 Platten. Kennst du auch jede? Ja, mittlerweile schon, würde ich sagen. Ne? Ja, also da sind vielleicht so 50 bei, wo ich sage, boah, komm, die können jetzt auch wieder weg. Aber ansonsten doch. Aber dann ist schon eine gute Selektion, glaube ich. Ja. Eine sehr harte Selektion. Das mag wohl sein, ja, auf alle Fälle. Weil, wenn ich sage 1000 Platten, dann sind da, glaube ich, ein paar mehr bei, die weg können. Weil ich dann immer so Platten manchmal kaufe, wo ich denke, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich die Platte dass ich sie irgendwann richtig gebrauchen könnte, weil so Platten, die bauen ja auch immer auf Momenten auf, die man dann verbringt. Ja, es sind auch viele Platten jetzt bei, die ich nicht wirklich spielen würde oder spielen könnte, weil sie überhaupt nicht zu meinem Style, zu meinem Set passen. Aber ich kann mich von denen nicht trennen, weil die halt ziemlich geil sind. Da sind so ein paar härtere Techno-Platten bei, die ich mir mal gekauft habe, weil ich total beeindruckt war von dem Track. Aber ich könnte die jetzt niemals irgendwo in meinem Set unterbringen. Und deswegen, die würde ich jetzt aber auch niemals aussortieren. Die lege ich mir dann einfach mal selber auf beim Putzen in der Wohnung und springe dann durch die Bude. Ja, ja, genau. Und dafür ist es perfekt dann. Hatten wir schon öfter das Thema. Platte rauflegen und dann aber aus dem Kontext gerissene Platten, die dann nicht oder die nicht unbedingt in so einen Mix-Kontext reinpassen. Ne? So ist es. Ja, genau, so mache ich das auch. Man kann dann zwar auch irgendwas streamen, so, aber dann so sagen, ich höre mir jetzt mal diese Platte an, weil der Moment ist gekommen. Ne? Ist halt einfach schöner so, ne? Es ist irgendwie so ein Anfassen, Stream. auspacken, ja, auspacken. Genau, richtig. Dann guckt man sich die Platte an. Ach, warte mal, die habe ich dann und dann da und da gekauft. Dann hat man gleich wieder irgendwas im Köpfchen. Das ist schon... Ja, und irgendwie habe ich da nie Probleme, dass es funktioniert. Ich komme morgens rein in die Küche und sage so, Punkt, spiel das und das. Ich habe Probleme mit dem Netzwerk. Da ich habe Probleme mit der Internetverbindung. Und dann gucke ich auf mein Handy und sage, stimmt aber alles, okay, nochmal neu starten, nochmal reinkommen. Und beim Plattenspieler legt man das irgendwie immer so auf, Ding, klack und geht los. Ja, so ist es, ganz genau. Das Einzige, was man sagen kann, ist dann ein Staubkorn drauf, ne? Aber das in der ist großen auch Wohnung. Ja, oder meistens hört man die Knacker eigentlich nur, wenn man so ein bisschen isoliert hört oder so genau konzentriert. Ansonsten gehen die so unter, finde ich, so Aber gerade. irgendwo ist es ja auch schön. Ne? Also wenn man Vinyl mag, dann mag man auch dieses leichte Knacken. Lagerfeuer-Feeling. Ja, so. genau so ist es. Ja. Ja. Wie bist du zum Auflegen gekommen? Nächste Frage. Ja, die große Preisfrage immer. Das ging bei mir schon ziemlich früh los. Da habe ich mich dafür interessiert. Ich weiß noch, es war 97. Wir kamen aus dem Sommerurlaub zurück. Und mein Bruder hat in seinem Zimmer Viva angemacht. Und da lief die Love Parade. Und dann dachte ich, boah, was ist das? So viele Menschen, was für geile Musik. Ja. Und dann habe ich immer noch Club Rotation geguckt mit Daisy D damals auf Viva. Ja, und dann, genau. Und dann waren da immer so Sequenzen, wo die dann da im Club aufgelegt haben. Und ich habe mir gedacht, das will ich auch machen. Das ist total geil. Und dann irgendwann nachher so mit 16, 17, mein Bruder hat im Ruhrgebiet gewohnt, sind wir mal nach Münster gefahren zum Elevator. Und da habe ich mir Ja, genau. Und dann stand ich da erstmal und dachte, boah, was ist das hier? So eine Riesenhalle nur mit Equipment. Mit Turntable und Mixern voll. Ne? Total geil. Genau, ja. Und der Geldbeutel war noch sehr dünn. Und deswegen war es erstmal so ein kleiner Controller von Reloop damals noch. Also ich habe das irgendwie ein bisschen umgekehrt gemacht. Ich habe erst digital gespielt und dann nachher habe ich irgendwo so entdeckt, oh, Plattenspieler ist viel geiler. Ja. Genau, und so bin ich da nachher dazu gekommen und dann, Equipment-technisch ist das natürlich ein großer Unterschied. Ne? So ein kleiner Controller oder sowas dann, ne? mit so entsprechender Software oder 2 Turntables, das Mixer. War auch immer der Preis. Also irgendwann, wo ich dann dachte, so jetzt könnte es mal losgehen, jetzt kann ich mir mal 2 Technics holen. Dann sind die Preise immer rasanter angestiegen und man war nachher... Technics war es unnormal. Ja, das war zu doll nachher und dann,
Also ich habe lange Zeit nur einen Plattenspieler stehen gehabt, Ja. einen einzigen, und dann das meiste wirklich digital gemacht, bis ich mir dann nachher mal meine beiden, jetzt MK7 sind das, die aktuellen. Ja. Genau. Ja, die laufen auch wie Uhrwerk. Ja, das ist ein Träumchen. Ja. Merkt man schon mal den Unterschied. Ja, ja. Ja, und dann hat man irgendwann Equipment stehen, was man dann sagt, so, das behalte ich jetzt. Ne? Für immer und ewig. Ja, so ist es auch, Fakt. Du kommst ja auch aus Rostock? Ja. Ja, und auch dort so ausgehtechnisch immer unterwegs gewesen, so früher oder so? Ja, früher. Früher gab es ja Mau Magnet, hatten wir, ne? Interclub. Genau, Interclub. Das war der Club, wo ich das erste Mal aufgelegt habe. Ja. Da war das aber, glaube ich, schon der Zwischenbau. Genau, aber ansonsten natürlich auch in allen Clubs überall gewesen, am Tanzen, auch am Auflegen. Natürlich, ne, das Herzblut schlägt immer noch in der Betondame, im UKW, im Kraftwerk. Ach das so, ist ja, genau, Ja. die Betondame, die alte Dame. Genau. Ja, das liebliche Ja. Dämchen. Als ja. das Ding dann quasi endlich da war, dann ist so auch, boah, das war dann ein ganz anderes Feeling. Das war dann so dieses, was man aus Berlin kannte, wenn man feiern gegangen ist. Da ist man da ins UKW gegangen und dachte, boah, das ist ja irgendwo, kommt dieser gleiche Vibe mit rüber. Das hatte ich sonst in den ganzen anderen Clubs in Rostock nicht. Wobei die aber auch alle schön waren. Und jeder Veranstalter hat sein Ding da gemacht und das haben sie gut gemacht. Aber das Kraftwerk hat noch mal... Genau, im Kraftwerk kann man wirklich anonym auch sein. Ne? Ja, man hat ganz genau. Licht, man hat Sound, man hat Nebel, man geht rein, kommt irgendwann wieder raus. Man muss keine Leute sehen, wenn man nicht will da drin. Ja, Ne? richtig. So, und hat wirklich so ein monströses so eine monströse Beton-Location, so, die einen dann so in ihren Arm nimmt. Genau. Ja. Das stimmt. Ja. Dieser Industrie-Style, was ja eigentlich auch einfach perfekt zum Techno passt. Ja, genau. Ja. Ja, wenn ihr in Rostock seid, UKW besuchen, ist ein bisschen anders da, glaube ich, mit Genau, man muss schon Mitglied sein. Und vorher anmelden, vielleicht über die Ja. Homepage als Member, Members Only, dann kann man da auch rein. Ne? Das beruht auf Genau. gewissen Gründen da. genau. Man kann seine eigenen Getränke mitnehmen. Auch das. Auch Eigene das. Getränke mitnehmen, Genau, ne? besonders wenn man einen trinken will, muss Genau. man Alkohol mitnehmen. Das kann man dort jetzt nicht zwingend kaufen. Ja, genau. Gibt alkoholfreie Getränke aber. Also es ist ein Ist geniales ja nicht immer. Konzept und es ist Techno und Haus vom Feinsten. Ja, das auf alle Wie in Fälle. jedem Club kommt es natürlich aufs Line-Up an und auf den Geschmack und sowas alles, aber es ist schon eine einzigartige Location. Ja, ne? Also auf alle Fälle. Support your local club. Ja, Mann. Always support your local club. Ganz wichtig. Ne? Ihr braucht keine langen Reisen zu machen. Guckt euch ein bisschen bei euch in der Gegend um. Manchmal gibt es auch weiter draußen kleine Partys, die sich organisieren, die wunderschön sind, dass man die entdeckt. Da kann man auch teilhaben. Oft an sowas wie einer Community. Ne? Dass man die Leute kennenlernt, mit denen immer wieder Abende verbringt und sowas. Ne? Und wir haben hier auch geile Sachen, die stattfinden. Die Leute machen sich einen Kopf, coolen Sound und sowas. Ne? Coolen Sound. Du hast eine eigene Podcast-Reihe. Korrekt, Ja, genau. Die heißt, Die heißt Deep After Hour. wenn man so heimkommt, morgens, abends von der Party. Genau, und so war auch der Grundgedanke dahinter. Ja, cool, erzähl mal. Früher, wenn wir dann immer mal so aus dem Club gekommen sind, noch so bei Freunden abhingen hinterher, gab es immer so roughen, harten Techno Ja, und da kam ja. ich schon nicht mehr mit klar. Das war erst die ganze Nacht im Club und jetzt sitzen wir da und jetzt hören die sich das immer noch an. Dann bin ich immer schon nach Hause gegangen und habe auf meinen kleinen Controller deepen Sound aufgelegt und daraus ist irgendwie so der Podcast entstanden. Dann hatte ich damals guten Internetkontakt mit Emil Seidel aus Frankfurt. Der hat auch lange und viel guten Haus gemacht. Und er hat gefragt, ja, kann ich auch mal einen Mix dafür machen? Und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Und dann ja, sind wir jetzt mittlerweile bei knapp 400 angekommen. 400 Folgen, nicht 400 Minuten, ne? Ach so, genau. Das ist schon eine Zahl. Also Deep After Hour auf Soundcloud. Auf Soundcloud, Auf korrekt. Soundcloud. Geile Mixe, 400 Folgen, also da kann man sich schon mal was zusammenhören dann. Ne? Oder man hat zumindest eine richtig geile. Und das ist alles sehr, sehr deep dann. Ne? Ja, also, das sage ich mal zu 98%. Ja. Mal so 1, 2 Versuche waren da auch mal ein bisschen was Rougheres reinzubringen, aber 98% sind wirklich sehr deep. ja, schön. Seid ihr euch treu geblieben. Und das betreust du halt komplett. Hauptsächlich, Ja, genau, richtig. genau, ja. Meine Frau steht auch noch mit dahinter. Die kümmert sich immer um das ganze Artwork. Genau, und dann machen wir das quasi ein bisschen zusammen. Schön, ja. Schöne Sache. Wo kaufst du am liebsten Platten? So? Also wenn ich jetzt nicht am Laptop hänge, dann gehe ich durch Berlin, Hardwax, Space Hall. Ja. Das waren so immer meine. Und dann hatte ich dann noch so ein ganz kleines Geschäft mal für mich entdeckt gehabt. Mittlerweile sicherlich auch bekannter, als es mir so vorkommt. Das ist Black Round 12.
Ah, ja, natürlich. Genau, das ist so Blackground 12. Auch geil selektierter Laden. Sehr gut. Sehr freundlicher Inhaber, der mir auch mal sehr geholfen hat, eine Platte rauszusuchen. Schön, ja. Das war, also da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da kann man auch mal verweilen. Da kann man auch mal länger als 1-2 Stunden oder einfach mal komplett die Zeit vergessen. Ist auch schön ausgestattet. Holz und die Vorherstation und sowas. Manchmal denkt man ja, bei Space Hall ist es genau das andersrum. Ne? Da hatte ich so manchmal das Gefühl, dass mir der Kopfhörer irgendwas ging da nicht mehr. Ja. Und die Nadeln und da bei Blackground 12 hast du wirklich vernünftige Technik, kannst da also richtig schön reinhören und so. War jetzt nichts gegen Space Hall. Jeder Laden hat seinen Charme. Und ich habe es auch in der Space Hall immer genossen oder in den ganzen anderen Berliner Läden so. Aber ich finde schon, Platten kosten ja was, wenn das Equipment, mit dem man vorhört, wenn das so ein bisschen, wenn das auch stürmt und man dann einen vernünftigen 1:1 Eindruck kriegt von der Platte, die man dann kaufen soll. So, ne? Und manchmal hat man sich Platten gekauft in Berlin, da ist man nach Hause gegangen und hat gedacht, alter Schwede, war zwar Secondhand, aber die ist nicht 16 Euro wert, sondern 1,50 Euro oder sowas. Ich weiß, was du meinst, das kenne ich auch. Ja, genau. Und gut. Blackground 12 müsst ihr unbedingt auch besuchen. Wir hatten ja Synthi schon hier von Elevate, ne? Wir hatten Sabine hier von Oje. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal jemanden da von Blackground 12. Ist auf jeden Fall ein geiler Laden. Auch sehr, sehr auf Deepness fokussiert. Genau, das ist es ja. Genau. Ne? Also deswegen habe ich mich da auch gleich wohl gefühlt. Also Deep House, Dub House, Minimales und sowas. Ne? Ja. Genau, ja, finde ich auch. Was steht so als nächstes an bei dir? Podcasts, musikmäßig? Erstmal aktuell. Platten sammeln? Platten sammeln sowieso immer. Ja. Also wenn da immer was Geiles bei ist, dann rein im Warenkorb und abgeschickte Bestellung. Ne? Da kommt man gar nicht drum rum. Ja. Selbst wenn man gerade aktuell nicht so viel unterwegs ist, privat gesehen. Also eine Platte muss immer irgendwie mal sein. Ja, wenn dann der Postmann klingelt. Ding, genau. Tatsächlich bin ich doch mehr auf Discogs unterwegs, als ich vielleicht sein sollte. Cool. Viel weniger auf das Neue. Irgendwie doch so ein bisschen eingefangen noch in den alten Dub-Techno-Scheiben bin ich da momentan. Deswegen bin ich da sehr viel auf. Es gibt auch geniale Sachen zu entdecken. Ja, das ist es, ja. Gerade die ganzen alten Namen und die ganzen alten Label, die damals waren. Und selbst, ich glaube auch so, ich weiß jetzt nicht, das Label komme ich jetzt, aber selbst so eine Leute wie Marco Carola und sowas, die hatten ja damals auch so eine Reihen, die wirklich dubbig, minimal und sowas. Ne? Also Dub haben wir auch ganz viel im Vertrieb bei uns. Wir haben einen eigenen Vertrieb und wir bauen. Da kommen ein paar überraschende Sachen jetzt in Zukunft. Vielleicht gibt es auch bald einen Vinyl-Store, den man richtig begehen kann. Ne? Das klingt ja schon mal wie Musik in meinen Ohren. Ja. So, weil Mecklenburg gerade auf elektronisch so fokussiert ist, kaum irgendwas. Man hat ein paar Second-Hand-Läden oder sowas. Ne? Aber mal gucken, da kommt vielleicht noch mehr. Auf jeden Fall haben wir einen Vertrieb, der extrem viel schön Dub-Techno auch vertreibt. Wir konnten auch in Detroit eine schöne Connection aufmachen für Kanada und Nordamerika und haben dort auch schön viele Leute kennengelernt diesbezüglich. Also da kommen noch ein paar Überraschungen. Ich habe ja noch eine Überraschung. Einmal ein paar Slipmats von uns. Da. Und da fragen auch super viele Leute, Slipmats, ne? Und auch unsere Pullover und Shirts. Also wir sind dabei, was auszuarbeiten. Ein Merch-Store und etwas, wo man die Sachen dann wirklich kriegen kann. Ne? Wir machen das aber alles mit System und alles nach und nach, weil wir uns hier auch nicht überschlagen wollen. Wir haben sehr viel Arbeit hier. Das kommt noch alles. So, da habe ich ein paar geile Slipmats für dich. Ne? Vielen Dank. Und noch ein Überraschungspaket in einem Goodie-Bag. Ne? Goodie-Bag. Aber voller Schallplatten. Wow, das ist ja wie Weihnachten hier. So, wenn du irgendwas doppelt hast, dann kennst du garantiert Lover oder sowas, die da drauf stehen. Findet man immer jemanden. Genau. Ne? Ansonsten ist es ja auch immer schön, eine Platte zweimal zu haben. Man kann dann so die A-Seite mit der B-Seite mixen. Ja. Die sind für dich als Dankeschön, dass du hier gewesen bist. Ich habe Danke zu sagen, auf jeden Fall, für die Möglichkeit. Ne? Ja. Total geil. Auf der einen Seite wird da die neue Platte geboren und man steht da, legt dazwischen auf. Das ist total beeindruckend gewesen. Total Warst geil. Du schon mal im Presswerk vorher so? Nein, noch nie. Noch nie, deswegen. Schön. Ist immer schön, dann auch alles zu zeigen und vorzuführen und wie funktioniert das. Und du hast ja auch gesehen, wie filigran das ist. Ja. Wo ich immer gesagt habe, ein Kratzer und die Platte, der Stamper ist kaputt.
der Lackschnitt funktioniert nicht mehr und sowas. Schön, dass du hier gewesen bist. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielleicht wir führen ja alles weiter, vielleicht auch nochmal oder immer wieder. Wir sehen uns bestimmt in Rostock mal auf einer coolen Party, auf einer deepen Party oder sowas. Das war Vinyl Matters, der Podcast Matter of Fact.